Hallo aus Spanien von der Costa Cálida. Das heißt übersetzt so viel wie warme Küste und die macht ihrem Namen heute mal wieder alle Ehre. Wir haben blauen Himmel, Sonnenschein, 20 Grad. Es ist richtig, richtig schön. Und diese Küste oder ein Teil davon werden wir heute und in den nächsten Tagen uns ein bisschen anschauen und erkunden. Los geht's! Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast 4 Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan auf der Iberischen Halbinsel unterwegs. In der letzten Woche haben wir unter anderem in einer verlassenen Schlucht direkt am Meer übernachtet und sind anschließend zur viel diskutierten, aber zweifelsohne wunderschönen Schlangenbucht gefahren. Heute geht es nun also an der Küste weiter Richtung Norden. Wir werden von Schildern aufgehalten, staunen über einen Leuchtturm, besuchen eine ungewöhnliche Landzunge, gehen viel zu lang spazieren. Ja, das haben wir ein bisschen unterschätzt. Und finden uns am Ende unter Palmen wieder. Kommt mit! So, und während wir uns jetzt zurück auf den Weg zum Camper machen und uns abfahrbereit machen, zeigen wir euch jetzt noch ein paar Aufnahmen hier von diesem Stellplatz. Der ist nämlich sehr schön. Hier haben wir jetzt tatsächlich 3 Tage verbracht, waren übers Wochenende hier, haben am Video gearbeitet. Durchs Wochenende war es zwischendurch auch relativ voll, aber immer noch sehr schön. Schaut mal. Wir haben uns als erstes Ziel eine Burg herausgesucht, die ganz sehenswert auf einer Landzunge im Meer liegen soll. Da fahren wir jetzt gleich als erstes hin, aber bevor wir das machen, müssen wir einmal Fähr- und Entsorgung betreiben. Dafür sind wir hier zu einer Tankstelle gefahren, die das netterweise anbietet. Ja, Mist, das wird leider nichts. Wir sind jetzt hier so ein Drittel der Strecke reingefahren und jetzt steht hier ein Schild, dass Wohnmobile und LKW verboten sind. Jetzt gibt es bestimmt Leute, die sagen, Campervan ist kein Wohnmobil. Aber ja, wir wollen uns da lieber an die Regeln halten und ich glaube auch, dass es daran liegt, weil die Straße so schmal ist. Die war hier jetzt schon ganz schön schmal teilweise und die wird im Naturpark wahrscheinlich auch nicht unbedingt breiter. Deswegen werden wir jetzt hier umdrehen. Das ist schade, ich hatte mich sowohl auf die Burg als auch auf das Kap an sich gefreut. Es sah bei Google beides sehr, sehr schön aus. Aber ja, es ist wie es ist. Wir könnten jetzt hier natürlich auch anhalten und dann einen Parkplatz suchen und mit den Fahrrädern reinfahren. Aber es sind dann auch irgendwie knapp 20 Kilometer und wir haben es schon nachmittags, weil wir nicht ganz so früh losgekommen sind heute. Ja, daher werden wir jetzt weiterfahren und gucken, was es sonst noch gibt. Ich bin zuversichtlich, dass wir was anderes Sehenswertes finden. Kann man nichts machen.
Wir sind jetzt an Cartagena vorbeigefahren, haben auf der Karte mal geguckt, wo wir so hinwollen und sind jetzt hier am Cabo de Palos, heißt das, glaube ich. Hier gibt es einen Leuchtturm, hier wollen wir ein bisschen spazieren gehen und das gucken wir uns jetzt mal an. Jo. Und hier gibt es offensichtlich auch einen Parkplatz, wo viele mit ihrem Wohnmobil übernachten. Es ist richtig schön hier. Also der Wind kommt manchmal ordentlich durch, der ist ganz schön frisch noch. Aber sonst ist es wirklich einfach echt schön. Und es scheint auch ein beliebter Urlaubsort hier zu sein. Hast du schöne Blumen gefunden? Ja, look at it. Beautiful. Hi. Hi. Tina schon auf Stellplatzrecherche. Ja, das war doch ein ganz gutes Alternativprogramm, finde ich. Sehr, sehr schön. Und jetzt werden wir versuchen, uns hier einen Stellplatz zu suchen. Hier gibt es ja diese große Lagune, Binnenmeer, wie auch immer. Und eine schmale Landzunge, die diese Lagune vom Meer trennt. Und wenn man darauf steht und Richtung Westen guckt, kann man den Sonnenuntergang über dieser Lagune eben sehen. Und wir werden versuchen, ob wir da vielleicht was finden. Das Auto hat sich auf jeden Fall gut aufgeheizt. Also hier sind gute 30, 40 Grad drin. Eher 40 wahrscheinlich. Ja, ich denke, hier können wir bleiben. Also da sind jetzt gerade noch ein paar Leute am Strand, aber das ist ja in Ordnung. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier eine ruhige Nacht haben. Wir melden uns morgen wieder.
Morgen! Wir werden immer wieder gefragt, wie wir diese Zeitrafferaufnahmen machen, wie wir sie gestern Abend beim Sonnenuntergang gemacht haben. Und wer schon ein paar unserer Videos gesehen hat, der weiß, dass wir zwischendurch immer wieder gerne Zeitrafferaufnahmen machen und nutzen. Wir finden es einfach ein tolles Mittel, um den Verlauf der Zeit einzufangen. Am häufigsten filmen wir solche Sequenzen, indem wir unsere Insta360 One RS aufs Dach von unserem Camper stellen. Einfach durch die Dachluke durch, denn von da oben hat man in der Regel einen guten Blick und vor allem können wir die Kamera da einfach stehen lassen, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass sie vielleicht geklaut wird oder auch einfach beim Regenschauer nass wird. Denn für so eine Zeitrafferaufnahme muss die Kamera ja eine längere Zeit an einem Ort stehen bleiben, mal eine halbe Stunde, mal eine Stunde, mal auch eine ganze Nacht, wenn man den Verlauf der Sterne filmen will. Dafür ist diese kleine, wasserdichte Kamera perfekt geeignet. Ein weiterer Grund dafür ist, dass Zeitrafferaufnahmen mit der One RS super einfach zu erstellen sind. Es gibt direkt im Kameramenü oder auch über die App auf dem Handy eine Voreinstellung dafür. Man muss nur das Intervall einstellen, den Rest macht die Kamera. Selbst das Intervall kann man die Kamera automatisch festlegen lassen, indem man Timeshift auswählt, was perfekt ist, wenn man zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen während der Fahrt aufnehmen will, was wir auch sehr häufig machen und was richtig gut aussieht, finden wir. Natürlich kann man mit der Kamera aber auch normale Aufnahmen in 4K machen und sogar 360-Grad-Aufnahmen mit unsichtbarem Selfie-Stick, wenn man das 360-Grad-Wechselobjektiv für die One RS hat. Wer das im nächsten Urlaub auch machen möchte, hat jetzt die Chance, bei den Insta360 Frühlingsangeboten zuzuschlagen. Noch bis zum 19. April ist dann nämlich die Twin Edition der One RS ganze 114 € reduziert. Auch die reine 4K-Version, also ohne das 360-Grad-Objektiv, ist reduziert. Da sind es 52 € Rabatt. Schaut mal im Shop vorbei, denn auch ganz viele andere Kameras und vor allem auch Zubehör sind reduziert. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den nutzt, dann bekommt ihr zu jeder Kamera auch noch ein gratis Geschenk obendrauf. Was das ist, hängt von der Kamera ab, aber es lohnt sich gerade in jedem Fall doppelt. Ich packe die Kamera jetzt aber wieder vorne aufs Armaturenbrett, damit wir gleich wieder filmen können, wenn wir weiterfahren. Aber vorher zeigen wir euch vielleicht noch ein paar Luftaufnahmen von hier, denn Dirk ist gerade losgezogen, um die Drohne in die Luft zu schicken. Es scheint egal zu sein, wo man hier hinfährt. Man ist gefühlt immer am Meer. Wir sind jetzt einmal um das Mar Menor, um diese innenliegende riesige Lagune drumherum gefahren. Das hat tatsächlich auch knapp 45 Minuten gedauert. Jetzt sind wir am nördlichen Ende und zwar in den Salinas de San Pedro del Pinata. Ungefähr so. Es sind große Salzlagunen, die teilweise sehr farbenfroh erscheinen, pink leuchten in einigen Fällen. Das hat so mit dem Salzgehalt und den Algen und so zu tun. Und hier soll es ein paar nette, schöne Wanderwege geben, so zwischen diesen Salinen und dem Meer. Und hier gehen wir jetzt mal ein bisschen spazieren und werden Ausschau halten, ob wir vielleicht Glück haben und Flamingos sehen. Los geht's! Das sieht schon crazy aus, das ist richtig pink einfach. Ja.
niemand da. Mir gefällt es schon jetzt sehr, sehr gut hier. Es ist super schön, was sicherlich auch am Wetter liegt. Blauer Himmel, Sonnenschein, 20 Grad mal wieder. Aber auch die Wege, über die wir hier laufen, sind cool. Also gerade war schon so ein Stück Schotterpiste, Fahrradweg. Jetzt gerade laufen wir hier über so einen dünenähnlichen Sandweg durch so eine dünenähnliche Landschaft. Sehr schön. Yes! Gib mir das ganze Ding. 9. Danke. Ich habe keine Ahnung, was wir hier bestellt haben, aber es ist sehr lecker. Sehr süß. Dann der großen flachen Lagune, sehr viel Wasser verdunstet, ist das Wasser, was dann eben zurückbleibt, extrem salzhaltig, und es scheint sich hier zur Tradition entwickelt zu haben, dass sich die Menschen mit dem Schlamm, der sich am Boden ablagert, ihre Körper einreiben. Das soll gut für die Haut sein. Wir haben das ja auch gerade schon beobachtet bei einem, der sich ins Wasser gewagt hat. Aber ja, ich konnte Tina bisher noch nicht davon überzeugen, das auch mal auszuprobieren. Wir sind frisch mit dem Wind hier. Ja, kann auch nichts machen. Na. Wir sind noch ein bisschen überrascht. Wir haben nicht so ganz gecheckt, wie weit die Strecke ist. Sind noch 3,5 Kilometer, dann haben wir 11 hinter uns. Sind jetzt gleich hier am Meer und laufen dann am Strand zurück. Ja, doch ein bisschen weiter und länger als erwartet, aber nach wie vor sehr, sehr schön. Hi. Er ist noch da. Ja, das haben wir ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, wir sind jetzt 11 Kilometer gelaufen. Ja. Und das war sehr schön, aber auch sehr anstrengend. Ja, es hätte auch kürzere Wege gegeben, aber wir sind halt den langen eingeschlagen. Ja. Und das hat sich dann doch ein bisschen gezogen. Das stimmt. Ah, das war schön. Wir haben es geschafft. Yay. Jetzt suchen wir uns einen Stellplatz, würde ich sagen. Jo.
Wir haben es schon kurz vor 7:30 und bis zum Stellplatz, den wir rausgesucht haben, sind es auch noch eine gute halbe Stunde. Deswegen haben wir gerade kurzfristig entschieden, uns das Kochen heute Abend zu sparen und stehen stattdessen vorm Burger King. Die Nacht haben wir auf einem einfachen Stellplatz im kleinen Ort Al-Moradi verbracht. Es war nicht die ruhigste Nacht, die wir jemals hatten, aber okay. Von hier war es am nächsten Tag nur ein kleiner Sprung bis nach Elche, eine Stadt im Hinterland der Costa Blanca, die vor allem für ihre Palmgärten bekannt ist. Hier haben wir ein paar tolle Stunden verbracht. Da das Video sonst aber extrem lang geworden wäre, zeigen wir euch hier jetzt nur eine kurze Zusammenfassung. Elche gilt als eine der ältesten Städte an der Costa Blanca und sie beherbergt den größten Palmenhain Europas. Der wiederum wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Die Palmgärten gehen schon auf die Frühzeit zurück, wurden aber vor allem während der maurischen Herrschaftszeit ausgebaut. 200.000 Dattelpalmen soll es hier damals gegeben haben, besagen Schätzungen. Heute sind es noch rund 11.000, die sich auf die gesamte Stadt verteilen. Wir folgen einem Teil des ausgeschilderten Palmenwegs und durchqueren dabei nicht nur schöne Gärten mit ansehnlichen Gebäuden und Brunnen, sondern auch die kleine Altstadt. Die gefällt uns mit ihren imposanten Überresten der einstigen Stadtmauer, den vielen kleinen Cafés und Restaurants und der alle anderen Gebäude überragenden zentralen Basilika so gut, dass wir deutlich länger bleiben als geplant. Also ich finde, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, hierher zu kommen. Es hat uns beiden sehr gut gefallen. Wir werden jetzt gucken, ob wir hier irgendwo noch eine Kleinigkeit zu essen bekommen, aber dafür stecken wir die Kamera weg. Ich glaube, das Video ist auch so schon relativ lang geworden. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, mit uns mal wieder ein kleines Stückchen Südspanien erkundet zu haben. Wir hatten in jedem Fall richtig Spaß mal wieder. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann schaltet doch gerne nächsten Sonntag wieder ein. Da wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein neues Video von uns geben. Drückt unten auf den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Beides würde uns sehr, sehr freuen. Ja. Und damit ganz liebe Grüße aus Spanien und bis zum nächsten Mal. Wir sind das Ruhrgebiet, die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht. Ich komme von hier nicht mehr los. Ah, hier ist ein Campingplatz. Was denn? Das klang ganz dumm. Du Birdwatching? Sí. Y tengo nadie en Copel, papá. Ja, besser als in Sand, ne? Ja, ja. Aber zu weit. Wenn ich will. Weil ich darf ja kein Teleobjektiv haben. Bist du ein bisschen kaputt?